Habt ihr Lust auf ein Eis, bei dem euch richtig heiß wird? Dann seid ihr hier genau richtig, denn bei mir gibt es heute ein Schokoladensorbet mit Chili. Und Schoko und Chili ist sowieso eine sehr, sehr leckere Kombination und genau daraus machen wir heute ein Eis. Dafür habe ich mir hier schon mal einen Topf vorbereitet. Da kommen 250 Milliliter Wasser rein, aber ihr müsst nicht mitschreiben, Rezept steht wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann habe ich hier 90 Gramm Traubenzucker, der kommt auch mit rein. Das Schöne an dem Traubenzucker ist, der hat weniger Süßkraft als der normale Zucker, aber er hat dieselben chemischen Eigenschaften. Das heißt, der Traubenzucker sorgt auch dafür, dass das Eis nachher nicht hart wird. Dann habe ich hier noch 90 Gramm Zucker, kommt auch mit dazu. Und das Kakaopulver, davon habe ich 70 Gramm, gebe ich auch gleich mit dazu. So. Dann den Herd auf halbe Kraft stellen und das Ganze einmal aufkochen lassen. Zwischendurch regelmäßig umrühren, dass die Schokolade nicht anbrennt. So. Und dann kommt auch gleich der Chili mit dazu. Da ist natürlich die Frage, wie scharf möchtet ihr euer Eis haben. Ich mache jetzt 5 Umdrehungen von diesem Chili-Pulver rein, von diesem Granulat, von den Flocken. Ja. Ja, komm. So. Am besten, also ich probiere es jetzt gleich nochmal. Und wenn es im warmen Zustand noch eine schöne Schärfe hat, hat es im kalten Zustand ziemlich wenig. Das heißt, ihr müsst ein bisschen mehr geben, als im warmen Zustand euch angenehm erscheint. Denn im kalten Zustand verliert es etwas an Schärfe und dadurch könnt ihr dann, wenn ihr zu viel erwischt habt, gleicht sich das dann noch aus. Dann habe ich hier noch 150 Gramm Kuvertüre. Jetzt wird es laut, denn ich müsste die eigentlich hacken, aber mit so einem Fleischklopfer geht das genauso, wird nur ziemlich laut. So, also Ohren zuhalten. So, das Ganze fängt jetzt gerade an zu kochen. Ich lasse es jetzt noch 1-2 Minuten köcheln, dass die Schokolade, also das Kakaopulver, sich vollkommen auflöst und dass der Chili seinen Geschmack abgibt. Dann probiere ich auch schon mal. Sieht ganz schön schwarz aus. Ich schalte den Herd schon mal aus. Das köchelt noch ein bisschen. Also von der Schärfe her merke ich jetzt noch gar nichts. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen was. Dann probieren wir es nochmal. Beim Chili immer ein bisschen warten, weil es dauert einen Moment, bis das zum Vorschein kommt. Ja, jetzt passt's. So, die Masse ist jetzt noch heiß und in die heiße Masse kommt jetzt meine zerklopfte Kuvertüre und da lasse ich sie dann drin schmelzen. Also die Schokolade ist jetzt geschmolzen und der Schneebesen schon mal weg. Und das restliche Wasser werde ich jetzt mit dem Stabmixer reinmixen. Dann kommt da auch noch ein bisschen Luft in die Masse und sie wird nachher cremiger. Und damit ist die Grundmasse für meinen Sorbet schon mal fertig. So, das ist so eine schöne, eigentlich schon fast eine Schokosoße. Allerdings noch etwas flüssig und die kommt jetzt nicht direkt in die Eismaschine, sondern da mache ich jetzt erstmal einen Deckel drauf, dann wandert die in den Kühlschrank so für 2-3 Stunden. Gut, ich lasse erstmal ein bisschen abkühlen hier auf Raumtemperatur und dann hat sie erst die richtige Konsistenz, um dann in die Eismaschine zu gehen. Wir gucken es uns gleich nochmal an. Meine Grundmasse hatte jetzt genug Zeit auszukühlen und wie ihr sehen könnt, die ist richtig fest geworden. Das kommt daher, weil die Kuvertüre eben in der Kälte anzieht. Aber genau so soll es sein. Und genau so wandert die jetzt auch in die Eismaschine. So, noch einmal umrühren. Und den Rest übernimmt jetzt die Eismaschine. Mein Chili-Schokoladensorbet ist gerade fertig geworden. Hat auch nur 20 Minuten gedauert, denn dadurch, dass die Masse eben schon vorgekühlt war, brauchte die Maschine nicht mehr so viel zu arbeiten. So, jetzt holen wir mal raus. Wow. Hä?
Sehr schön. So, das lassen wir noch in der Eismaschine. Und jetzt geht es natürlich noch ans Probieren, ob der Chili-Gehalt genug war oder ob es mehr verträgt oder... Es ist leicht bittere von der Zartbitterschokolade und boah, diese Schärfe, die ganz leicht am Gaumen und auf der Zunge kitzelt. Wahnsinn. Also für alle, die Schokolade mit Chili mögen, denen kann ich dieses Eis nur empfehlen. Oh, herrlich. Lecker. Doch. Und falls ihr das Eis zu Hause nachmacht, dann bitte schreibt mir unten in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat und wie viel Chili ihr da reingemacht habt. Ob ihr es lieber schön scharf mögt oder eher mild. So, damit sind wir am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Denn ein Eis geht immer.